Einmal die Woche reicht nicht. Es ist einfach härter, als es aussieht. Der Körper muss zu so vielem in der Lage sein. Man muss verstehen, was man machen muss im Handstand. Ihr macht's falsch, dann ist es schon mal besser als 95% der meisten Menschen. Das große Problem mit dem Handstand ist einfach, dass es kein linearer Prozess ist. Viele Leute frustrieren dabei, wenn sie merken, oh, heute läuft's gut und dann nächste Woche oder am nächsten Tag läuft alles nicht so, wie es schon gelaufen ist. Und das ist ein Riesenproblem. Deswegen lasst euch von Anfang an gesagt sein, der Handstand ist kein linearer Prozess. Das läuft einfach nicht so. Es gibt Tage, an denen läuft es gut, es gibt Tage, an denen läuft es schlecht. Wichtig ist einfach nur, dass man dran bleibt. Außerdem, wenn ihr erst gerade anfängt oder ihr noch gar nicht angefangen habt, es ist einfach härter, als es aussieht. Der Körper muss zu so vielem in der Lage sein. Viele Leute unterschätzen, was der Körper alles können muss und wie viel Arbeit man reinsteckt, damit man wirklich mal, oder reinstecken muss, damit man wirklich mal im Handstand aktiv balancieren kann. Das ist wirklich nicht ohne. Aber es ist sehr belohnend, das muss man auch dazu sagen. Was auch noch ein Riesenproblem ist, dass man zuallererst verstehen muss. Man muss verstehen, was man machen muss im Handstand. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Körper auch das macht, was man versteht. Das Gute ist dabei, sobald ihr verstanden habt, was ihr macht oder was ihr machen müsst und ihr merkt, ihr macht's falsch, dann ist es schon mal besser als 95% der meisten Menschen, die den Handstand versuchen. Weil viele Leute, vielleicht auch ihr, werdet am Anfang noch kein Gefühl über Kopf haben und es ist auch vollkommen okay und vollkommen normal. Aber sobald ihr merkt, hey, ich mache das falsch, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wie sagt man so schön, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung und es trifft beim Handstand auf jeden Fall auch zu. Wenn ihr merkt, eben wie gesagt, ihr kommt nicht in die richtige Linie, eure Hüfte steht falsch, dann wisst ihr, hey, eure Hüfte steht falsch, perfekt, versucht es im nächsten Mal besser zu machen. Es wird nicht klappen und wenn es klappt, dann ist es euer erster Klickmoment und dann habt ihr Progress gemacht. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal nicht so gut, dann sind wir wieder dabei. Es ist kein linearer Prozess. Wichtig ist einfach nur, seid euch darüber bewusst, es gibt Tage, an denen es gut läuft, es gibt Tage, an denen es schlecht läuft. Und sobald ihr ein Gefühl dafür entwickelt habt, dass ihr was falsch macht, seid ihr auf dem besten Weg. Was außerdem noch ein großes Problem ist, was ich auch bei vielen meiner Schüler, klingt auch komisch, was ich bei vielen Leuten sehe, mit denen ich zusammen trainiere, sie trainieren einfach nicht oft genug. Einmal die Woche reicht nicht. Zweimal die Woche ist schon doppelt so viel wie einmal die Woche, was schon sehr gut ist. Aber ich sag mal so, der Sweet Spot liegt bei 4-mal die Woche. Wenn ihr es nur 2-mal die Woche schafft, vollkommen okay. Aber dann müsst ihr halt entsprechend eure Ziele anpassen. Aber je nachdem, was ihr trainiert, für was ihr trainiert, die meisten Leute unter euch wollen einfach am Anfang mal einen Handstand stehen. Einen freien Handstand, 10 Sekunden ist meistens so die Benchmark. Und ich sag euch, ich habe meinen ersten 10 bis 30 sekündigen Handstand habe ich gestanden mit 3 bis 4-mal die Woche Training. Ich habe Calisthenics gemacht, das heißt, ich habe für normal trainiert, also meine Liegestütze, meine Klimmzüge und habe davor nach meinem Warm-up als zweites Warm-up eine Handstand-Session gemacht, die ging meistens 10 bis 15 Minuten, manchmal auch 20. Mittlerweile gehen sie länger, weil ich halt einfach mehr Kraft habe und mehr Bock habe, den Handstand zu trainieren. Aber am Anfang hat es vollkommen ausgereicht, um meinen ersten 10 bis 20, 30-sekündigen Handstand zu stehen. Und ich war kein Naturtalent. Ich habe das alles mir hart erarbeiten müssen. Deswegen trainiert oft genug, dann werdet ihr auch Erfolge sehen. Auf lange Sicht natürlich. Genau. Und den Handstand sollte man oft genug trainieren. Und da liegt auch schon das nächste Problem. Trainieren. Es ist ein Training. Man trainiert keinen Handstand, indem man seine Hände auf dem Boden platziert, 5-mal hochkickt und sagt, mein Handstandtraining heute war schlecht. Nee, man muss es runterbrechen, so wie ich das euch in der How-to-Handstand-Playlist zeige, in einzelne Segmente und muss je nachdem an seinen Schwachstellen arbeiten, beziehungsweise erstmal ein Fundament aufbauen und dann kann man anfangen, Schritt für Schritt seinen Handstand
zu verbessern, zu trainieren, an dem arbeiten, an dem man arbeiten muss und will. Mit diesem System hat man dann einfach auch langfristig Erfolg. Also seht euer Handstandtraining auch wirklich als Training an. Man lernt nicht zu lesen, indem man einfach liest, sondern man muss Buchstaben lernen, man muss Grammatik lernen. Oder ja, keine Ahnung, ich bin kein Deutschlehrer, mein Bruder könnte das gut. Aber was ich damit sagen will, um etwas zu lernen, muss man andere Skills erstmal erarbeiten oder andere Sachen lernen, damit man das Endresultat auch wirklich erreichen kann. Also ihr könnt nicht einfach nur 10-mal den Handstand hochschwingen und erwarten, dass ihr dann Progress gemacht habt. Vielleicht habt ihr ein bisschen Progress gemacht, aber es ist auf jeden Fall nicht langfristig, beziehungsweise es verzögert euer Ziel einfach enorm. Deswegen geht mit System daran, schreibt euch selber einen Trainingsplan, schaut euch meine How-to-Handstand-Playlist an, geht Schritt für Schritt durch, checkt ab, bin ich mobil genug, bin ich stark genug, habe ich genug Kontrolle, solche Sachen. Wie gesagt, seht es als Training, unterteilt euer Training auch in Sätzen, in Wiederholungen. Wir können da auch gerne noch genauer darauf eingehen. Lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, ob ihr dazu mehr Infos haben wollt, wie ihr euer Training planen sollt, wie ihr euer Training gliedern sollt. Genau, trainiert den Handstand.